Herzlich willkommen zu einem neuen Mathematik-Tutorial der Science Barbie. Wir beschäftigen uns heute mit dem negativen prädiktiven Wert des Covid-19-Antigen-Tests oder einfacher formuliert mit der Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass ich tatsächlich keine Coronavirus-Infektion habe, wenn mein Covid-Antigen-Test negativ war. Wir werden uns das ganz einfach in Zahlen einmal anschauen. Also, wir machen das jetzt wirklich ganz einfach und ohne viel mathematischem Schnickschnack. Trotzdem müssen wir uns ein paar wichtige Kennzahlen anschauen. Das ist für so einen diagnostischen Test die Sensitivität und die Spezifität. Die Sensitivität ist die sogenannte Richtig-Positiv-Rate. Das ist die Fähigkeit eines Tests, Kranke tatsächlich als krank zu erkennen. Also der Test schlägt positiv an und die Person ist auch krank. Die Spezifität ist die sogenannte Richtig-Negativ-Rate. Das ist die Fähigkeit eines Testes, Gesunde als Gesunde zu erkennen. Aus der wissenschaftlichen Literatur habe ich diese Werte für die Sensitivität von ca. 97,56% und für die Spezifität von 99,9%. Was wir noch brauchen, ist die Prävalenz, also die Häufigkeit einer Erkrankung, in dem Fall einer Coronavirus-Infektion in Österreich, also die gleichzeitige Erkrankung. Im November 2020 lag die bei 3,1%. Also zum Erhebungszeitraum, das hat man mit einem Antikörpertest gemacht, waren 3,1% aller Österreicher mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Wie viele Einwohner hat denn Österreich? Ja, das sind einmal 8.900.000. So, jetzt waren 3,1% mit dem Coronavirus infiziert. Das heißt, 8.900.000 mal 3,1, das ist die Prävalenz, durch 100, weil wir ja Prozentwerte haben. Also waren zu dem Untersuchungszeitpunkt, würde man alle untersuchen, 275.900 Österreicher mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt die Sensitivität, also die Richtig-Positiv-Rate, bedeutet die Fähigkeit des Tests, einen Corona-Infizierten als solchen zu erkennen. Das heißt, wenn ich hier mit der Sensitivität multipliziere, also mit 97,56%, dann komme ich auf 269.168 Personen. Also die waren tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert und bei diesen 269.168 war der Test auch positiv. Natürlich waren jetzt bei manchen dieser Infizierten der Test negativ. Das ist einfach hier diese Differenz. Also, wenn ich jetzt hier die 275.900 minus denen, komme ich auf 6.732 Personen. Die wären eigentlich mit dem Coronavirus infiziert, aber der Test hat negativ angezeigt. Jetzt haben wir hier oben also 8.900.000 Österreicher, von denen waren 275.900 zum Erhebungszeitpunkt mit dem Coronavirus infiziert. Also waren 8.624.100 nicht mit dem Coronavirus infiziert, also gesund. Jetzt müssen wir schauen, bei wie vielen war da auch der Test dann negativ, dann multipliziert man hier mit der Spezifität. Also mal 99,9%. Das sind dann 8.615.476. Also die sind tatsächlich gesund, haben keine Coronavirus-Infektion und der Test ist auch negativ. Natürlich werden jetzt hier bei ein paar wenigen der Test positiv, die rechnen wir auch aus, das sind die 8.624.100 minus die 8.615.476. Das sind 8.624 Personen. Die haben zwar kein Corona, aber bei denen war der Test positiv. Jetzt
möchte ich den negativen prädiktiven Wert wissen, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich keine Corona-Infektion habe, wenn mein Test negativ war. Also, das sind hier alle jene, die im Prinzip richtig klassifiziert wurden. Gell, diese hier da. Schauen wir mal, ob das irgendwie geht. Gell. Die waren in Ordnung. Der Test ist negativ und sie haben auch keine Coronavirus-Infektion. Also da ist wirklich alles komplett tipptopp. Also das sind die 8.615.476. Aber Achtung, wir haben ja auch hier welche, die haben einen negativen Test, aber die haben in Wirklichkeit, waren die sehr wohl mit dem Coronavirus infiziert. Also diese beiden Gruppen hier, die hier und diese hier, haben beide ein negatives Testergebnis. Also muss ich die zusammenzählen. Die haben ja alle das Testergebnis negativ. Also das sind diese 6.732 plus die 8.615.476. Jetzt rechnen wir das ganz einfach aus. Also 8.615.476 dividiert durch 6.732 plus 8.615.476. Das ist 0,999219 und so weiter. Wenn ich das jetzt noch mit 100 multipliziere, komme ich ja auf die Prozentzahl. Das sind 99,9%. Also, wenn mein Test negativ ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich kein Corona habe, liegt dann bei 99,9%. Kann ich mir also sehr, sehr sicher sein, da besteht dann wirklich kein berechtigter Zweifel. Jetzt habe ich schon ein bisschen versprochen, wir werden uns auch noch ein bisschen mit der Mathematik beschäftigen, und zwar diesen negativen prädiktiven Wert kann man sich auch ausrechnen mit dem sogenannten Satz von Bayes. Der Satz von Bayes beschäftigt sich eben mit bedingten Wahrscheinlichkeiten. Hier rechnen wir eben aus die Wahrscheinlichkeit, dass ich keine Corona-Infektion habe, gegeben, dass mein Test negativ ist. Das ist nichts anderes als die Spezifität mal 1 minus der Prävalenz der Erkrankung. Das ist ja hier, das wären die Erkrankten, das sind die Nicht-Erkrankten und das ist ja die Spezifität sozusagen, dividiert durch eben die Spezifität mal 1 minus der Prävalenz, also das ist dieser Summand hier, plus 1 minus der Sensitivität, die habe ich hier, wäre die Sensitivität, 1 minus, das wäre hier, mal der Prävalenz. Und das ist genau dieser Wert. Und wenn man das jetzt quasi sich noch einmal anschaut, also der negative prädiktive Wert, das ist die Spezifität, wenn man das gleich 0,999 mal 1 minus der Prävalenz 0,031 gebrochen durch, wie gesagt, die Spezifität, das ist 0,999 mal 1 minus 0,031 plus 1 minus der Sensitivität, das sind wir hier, gell? Das ist 0,9756 mal der Prävalenz, also 0,031. Und wenn man das jetzt noch einmal in den Taschenrechner eingibt, und das habe ich davor schon getan, dann kommt man eben wieder auf 0,999219, also auf den gleichen Wert. Das sind also die 99,9%. Das heißt, diese negativen und positiven prädiktiven Werte, die kann man sich sehr einfach errechnen, wenn man die Sensitivität, die Spezifität und die Prävalenz einer Erkrankung kennt. Dann braucht man sich diese Überlegung gar nicht zu machen. Aber man sieht, man braucht andererseits auch den Satz von Bayes nicht wirklich, wenn man sich hier einfach einmal das zahlenmäßig anschaut.
Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Dann gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.